Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute in meinem Büro daheim. Ich bin leicht erkältet, ich habe einen leicht rauen Hals und meine Nase ist auch ein bisschen zu. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem einigermaßen. Ich möchte aber die Gelegenheit heute nutzen, dass ich euch mal was über Kartennutzung erzähle. Und zwar seht ihr schon hinter mir ein paar Papierkarten an meiner Magnetwand. So habe ich früher im Prinzip alles geplant. So ist es losgegangen. Man hat sich mit Karten beschäftigen müssen. Heute schaut es anders aus. Ich werde euch am PC einmal unter Zuhilfenahme von Outdoor Aktiv erklären, auf was ich speziell aufpasse, wenn ich solche Online-Karten nutze. Die haben nämlich in mancher Hinsicht ein großes Risiko, wenn man sie benutzt, eröffnen aber auch ganz neue Möglichkeiten im Vergleich zu Papierkarten. Ich denke, ich werde jetzt mal kurz umbauen, dann zeige ich euch an der Papierkarten, was ich an der nach wie vor hochschätze und was mir daran sehr wichtig ist. Und dann gehen wir in die digitale Welt rein und ich zeige euch mal, was man alles einstellen kann und wo für mich die großen Vorteile liegen, wenn man digitale Karten zur Verfügung hat, wo man zum Beispiel sogar aus dem Weg gekommen, dass man irgendwo eine Strafe aufbrummt kriegt, weil man was macht, was im Moment verboten ist. Und zwar durch die Landratsämter. Das ist das Stichwort Wild- und Waldschongebiete. Ihr werdet in der Karten gleich sehen, wo da Vorteile liegen, wenn man Digitalkarten benutzt. Aber eins lehne ich komplett ab und das ist die Planung am Handy. Tut mir leid, das geht gar nicht. Das kann man mal am Berg ausnahmsweise machen, wenn man sich dort schon etwas auskennt. Aber grundsätzlich soll halt alles am PC geplant werden. Da habe ich die richtige Größe, ich habe die Möglichkeiten, man sieht alles besser und am Handy, das ist ehrlich gesagt Mist. Macht es einfach nicht so. Das ist nicht notwendig, man kann sich die paar Minuten hinsetzen. Ich brauche für so eine Tour normal zwischen 10 und 15 Minuten. Wenn ich nicht großartig was verändern möchte, dann langt das. Und dann habe ich die Planung, die geht automatisch aufs Handy und ich kann es dann vor Ort nutzen, dass ich mal reinschaue, dass ich vielleicht sogar das Navi nutze und mich navigieren lasse. Da ist ja gar nichts dagegen zum Sagen. Aber ein Kartennavi, ein Autonavi, das sind zwar ganz unterschiedliche Sachen. Ein Autonavi, das hat ja ist eine Vektorkarten, die hat nur Wege gespeichert. Und die Wege werden von einem Winterdienst betreut. Die werden von einem Gemeindearbeiter sauber gehalten. In die Berg schaut es da anders aus. Was gestern noch gangbar war, ist vielleicht heute nicht mehr. Und da ist auch niemand verantwortlich, außer mir selber. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Karten genau studiert, dass man sie reinliest, dass man sie anschaut, dass man vielleicht die verschiedenen Möglichkeiten, die Digitalkarten bietet, dann auch nutzt. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt mal durchblättert, ihr habt schon verschiedene Ansichten gesehen. Und jetzt gehen wir ein kleines bisschen ins Detail. Wir stehen als erstes an meiner Papierkarte. Ihr seht, das ist jetzt einmal eine Übersicht. Da haben wir da herin Aschau im Chiemgau. Da haben wir jetzt die Zellerhornrunde in Gelb zum Beispiel. Ich mache mir da manchmal schon ein paar Post-its rein, wenn ich jetzt speziell im Weihnachtsurlaub mehrere Touren plane. Dann überlege ich mir, wann mache ich das ungefähr. Ich trage mir schon in eine Liste ein, welcher Zeitraum von meinetwegen Mai bis August, der da in Frage kommt. Ich habe da einmal grob Hochries, da habe ich damals noch eine Tour nicht aufgenommen gehabt. Das kann ich mir da schon mal vormerken. Ich mag das an der Papierkarten ganz gern. Ich habe natürlich auch noch andere Papierkarten, die dann Richtung Kaiser unten angrenzen oder Richtung Spitzingsee rüber. So viel zu Papierkarten, die hat natürlich einen einheitlichen Maßstab. Das heißt, für mich, in dem Moment, wo ich plane, kenne ich vielleicht den Abstand von Aschau bis nach Sachrang. Dann weiß ich, da ist man sogar mit dem Auto eine gewisse Zeit unterwegs. Und wenn ich dieselbe Strecken zu Fuß machen möchte, dann sage ich Dankeschön, geht dort schon. Aber da soll jetzt dann vielleicht auch irgendwas zum Übernachten finden, weil zurück geht am selben Tag nicht mehr. Ich habe das am Geigelstall herum mal gehabt. Ich bin also von Ettenhausen raufgegangen, habe da zwei junge Mädels überholt beim Raufgehen. Und ich bin dann die ganze Runden rübergegangen, über den Geigelstall und wieder runter. Und beim Runtergehen habe ich die zwei da herumgetroffen. Da waren sie immer noch mit dem Raufgehen beschäftigt. Gut, mir ist das ja egal, wie langsam wer gehen möchte. Aber wie mir die zwei erzählt haben, dass sie noch da hinten rum, über den Weidlaner, wieder nach Schleching runtergehen wollen, habe ich gesagt, ihr habt zwar einen Vogel, tut mir leid, das geht nicht.
ihr kommt ja da irgendwann in der Nacht runter. Und die Antwort war, es ist ja bis 8:30 hell. Da haut es mir echt einen Schaltern aus. Das geht nicht. Lasst halt einfach der Bergwacht ab 3:30 Zeit, dass sie euch noch irgendwo runterholen können. Und da wird es beim Geh oben nicht dunkel. Aber sobald du runtergehst, im Wald reinkommst, da wird es finster. Da brauchst du dann schon Stirnlampen. Was soll das? Wer plant denn so? Man muss eine Tour planen. Und dann wird man auch keinen so einen Mist auslösen, dass die Leute von der Arbeit weg müssen oder nach Feierabend dann noch irgendwen suchen. Was soll denn das? Wir machen das Ganze, weil wir einen schönen Tag haben wollen. Und nicht, weil wir möglichst viel Tamtam auslösen. Genug geschimpft, gehen wir zu den digitalen Karten. Die letzte Ansicht, die ihr gesehen habt, da fallen ein Haufen bunte Linien auf. Und es ist momentan noch orange hinterlegt. Die roten Linien, das sind die Touren, die Wanderungen, die ich mit euch schon gegangen bin. Alle Linien gibt es als Video auf YouTube von mir, als Vorschau auf das, was man sich vornimmt. Oder, so wie ich es aus meiner Statistik entnehme, ungefähr 40% Leute, die sowas gern gegangen sind und jetzt halt leider nicht mehr so kennen. Warum ihr Videos gern anschaut, das ist ja am Ende egal. Heute geht es aber nicht ausschließlich oder hauptsächlich um meinen YouTube-Kanal, sondern ich möchte hauptsächlich erreichen, dass man Karten richtig nutzt. Die Vorteile von einer Papierkarte habe ich euch vorher schon grob mal gesagt, was aus meiner Sicht der große Vorteil ist. Und jetzt schauen wir mal näher in die Papierkarten rein. Ich habe vor, dass ich eine Tour plane, und zwar vom Ursprungtal, da zoome ich jetzt gerade einmal rein, möchte ich da Richtung hinteres Sonnwendjoch, jetzt sehen wir es eigentlich, ich möchte auf das Unbekanntere ausweichen, weil da weniger los sein wird. Und zwar sind wir da herunten, hätte ich jetzt My Maps eingeblendet, dann ist da der Parkplatz zum Sehen, da wo ich schon mal zur Mariandelalm raufgegangen bin mit euch, die ist da herum. Vom selben Parkplatz werde ich starten, wenn ich aufs Schönfeldjoch, Wildenkarjoch, da werden wir nicht ganz raufkommen, aber damit kann man im oberen Teil runden gehen. Und das ist natürlich immer schön, wenn man die Möglichkeit hat. Ich bin jetzt im Kartenmodus und zeige euch da noch kurz, was man umsteigen kann. Das ist jetzt schon mal eine Ansicht, das mögliche Wegsperrungen anzeigt, so wie da. Da gibt es dann immer, es ist jetzt fast verdeckt, ganz rechts, wo man drauf klicken kann und dann erscheint ein Fenster, wo drin steht, was ist denn da der Grund für die Sperrung. Das kann eine Papierkarte nicht. Für mich der größte Vorteil von einer digitalen Karte. Die Hangneigung schalte ich jetzt mal wieder aus. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich mir die Karten, die jetzt gerade eingeschaltet ist, als Sommerkarte wie jetzt, als Winterkarte anschaue. Naja, dann ist es halt heller. Wo der große Vorteil liegt, müsst ihr selber wissen. Ich brauche die Ansicht eigentlich nicht. Die Satellitenansicht bringt aber auch noch mehr einen schönen Vorteil, wenn man reinschaut. Das ist alles ein bisschen ungenau, weil das ist jetzt eigentlich nur der Schatten von dem Grad, der darüber geht. Aber ich kann jetzt anhand von meinem Parkplatz darauf abschätzen, dass der Steig irgendwo darauf geht, so. Den sieht man natürlich jetzt schlechter, aber man sieht, das ist ein lichter Wald, vielleicht sogar eher so ein bisschen ein Jungwald, und ab da herum haben wir dann schon freies Gelände. Das kann man wieder über die Satellitendarstellung gut sehen, ist also auch nicht zu verachten. Da oben rüber werden wir also relativ exponiert unterwegs sein, und je nachdem, ob der Weg näher am Grat oder ein Stück weiter herunten verläuft, kann das schon sein, dass da irgendwo steil runtergeht. Dann hinter zum Wildenkarjoch haben wir gesehen, ganz auf geht der Steig nicht, aber es ist da nicht zum Sehen. Deshalb verwende ich zum Planen jetzt die Karten, wo ich sage, ja, zu der Jahreszeit möchte ich es ja machen. Wir sind jetzt in der Outdoor-Aktivkarten. Ich gehe jetzt einmal ein kleines bisschen weiter rüber, weil ich euch noch was anderes gleichzeitig zeigen möchte. Und zwar haben wir da dann die Topokarten. Und jetzt geht es natürlich bunt auf. Wir früher haben das Lesen von topografischen Karten noch gelernt. Ich habe das auch bei der Bundeswehr speziell nochmal gelernt und wie viele andere, und habe mir das aber selber dann noch verfeinert, selber beibracht, weil ich gemerkt habe, ja, man braucht Karten, wenn man sich da wirklich gut und sicher zurechtfinden möchte und wenn man gut und sicher unterwegs sein möchte. Aber an der Anzahl der Linien merkt ihr jetzt schon, da ist gepunktet. Gepunktet heißt, der Weg ist schwieriger als einer, der eine durchgezogene Linie hat. Das darf demnach
eine befestigte Straße oder ein befestigter Weg sein. Genau wie darüber. Eine langgezogene Strichelung. Wo haben wir denn eine? Muss ich direkt einmal schauen, ob wir da auch was sehen entsprechend. Ja, das schaut da herunten so aus. Das darf halt also ein Weg sein, der etwas einfacher ist, als wenn es zu fein gepunktet ist. Die OpenStreetMap, die zeigt das schon mal viel übersichtlicher an. Und da sind die Strichel aber jetzt ein bisschen länger. Da ist nur der Steig da gepunktet und der da herum. Eine OpenStreetMap ist mit Vorsicht zu genießen, weil sie aus einer nicht besonders gut gesicherten Quelle stammt. Das heißt, die OpenStreetMap, da ist nicht unser Amt für Kartografie dafür verantwortlich, sondern irgendwer, den wir vielleicht gar nicht kennen. Der Vorteil ist, sie zeigt alle Wege an. Also wirklich so gut bei alle. Wenn wir da reinschauen, sehen wir den Wildenkar-Sattel. Das ist für mich der Punkt, bis daher werde ich gehen und dann runter über die Wildenkar-Alm. Dann habe ich nämlich da herunten einen anderen Rückweg und habe Runden. Ich gehe also nicht immer das gleiche wieder zurück. Da herum speziell wird es jetzt gleich einen Unterschied sehen. Wie gesagt, das ist die OpenStreetMap. Die zeigt den Steig an. Mir hat jemand gesagt, man kann den gehen. Die Frau habe ich getroffen am Thalerjoch. Und da hat sie mir erzählt, wie wunderschön der Steig da oben rüber ist. Durch das bin ich darauf aufmerksam worden. Sie hat mir aber gesagt, dass da eine ziemlich schwierige Schlüsselsteigerin ist. Und das ist halt jetzt da alles nicht eingezeichnet. Jetzt schalte ich wieder um auf die Outdoor-Aktivkarten. Jetzt ist der Weg weg. Tja, das ist so ein bisschen der Nachteil von der Outdoor-Aktivkarten. Die zeigt jetzt manche Wege gar nicht an. Aber man muss auch sagen, okay, das ist wirklich eine sehr exponierte Geschichte. Das ist für Bergsteiger gut. Allerdings, wenn man im Planer einstellt, dass man eine Bergtour planen möchte, dann zeigt es den Weg auch nicht an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die jetzt da rein auch rausgenommen werden, warum die entfernt werden, diese Wege und Steige. Ich finde das eigentlich einen schlechten Trend, wenn man jetzt darauf hinweist, dass der besonders schwierig ist, dass man einfach dann entsprechend mit T5 bezeichnet oder dem Wanderer generell davon abratet. Das ist das eine. Aber ein Steig, den man vielleicht braucht, weil man sie vergangen hat, nicht mehr anzuzeigen, das finde ich einen ganz schlechten Trend. Ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Fakt ist aber, betrifft uns ja jetzt nicht. Und jetzt gehe ich einmal dann in den Tourenplaner rüber und wir schauen einmal, wie das Ganze plant. Müssen wir noch ein bisschen aus der Karte rauszoomen, dass wir einen Parkplatz sehen da herunten, der jetzt noch nicht als Parkplatz angezeigt wird. Ich wechsle also in den Tourenplaner und da sieht man, man kann eine GPX-Datei importieren, man kann einen Rundweg planen und der Rundwegplaner, da bin ich jetzt auch noch nicht so ganz schlau draus geworden, weil wir können das da mal probieren. Ich möchte also eine Wanderung gehen und da heißt jetzt Ort, Adresse, Koordinaten. Ja, Koordinaten weiß ich jetzt nicht, ich habe auch keine Adresse dazu, aber ich weiß, dass da unten ein Parkplatz ist, also klicke ich das einmal an und jetzt zeigt es mir da Rundwanderwege an, allerdings nur die eine halbe Stunde dauern. Ich möchte schon bis zu 6 Stunden gehen und dann schauen wir mal, was uns da alles anbietet. Und es schaut so aus, als war zumindest unsere Tour dabei. Ja, welche das jetzt im Einzelnen ist, ja, das ist jetzt da sogar ganz anders. Das war aber, sage ich mal, die Runden, gehen wir mal drauf. Wanderung von Thiersee über das Wildenkarjoch. 14 Kilometer, 5,4 Stunden und 1026 Höhenmeter. Ich kann das also jetzt auswählen. Was haben wir da noch? Das ist, da geht es dann auf der anderen Seite runter. 17 Kilometer. Das ist schon eine ganz schöne Tour, würde ich sagen. Um einen Thiersee kann man noch gehen. Ja, also haben nicht einige Touren vorhanden. Tatsache ist, da runter, das ist aber eine Straße und die möchte ich nicht gehen. Und darum werde ich jetzt den Rundwegplaner nicht nutzen. Ich fühle mir, zoome jetzt ein bisschen rein, schauen wir mal, wir müssen eigentlich den Parkplatz dann irgendwann als solchen sehen. Das ist aber leider nicht der Fall. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er nicht eingezeichnet ist. Ich weiß auf jeden Fall, man kann da parken. Das ist ein Parkplatz, der gehört zur Mariandelalm und da starten wir. Ich zoome also wieder raus und ich weiß ja, ich möchte aufs Schönfeldjoch. Klickt das also an. Wir schauen ein bisschen rüber. Aufs Wildenkarjoch kommt man laut Karte nicht auf. Ob jetzt da vor Ort dann noch ein Schüttel steht, wo es heißt Wildenkarjoch, ja, dann könnt ihr mir glauben, dann mache ich den Abstecher, weil weit ist das nicht. Man sieht da herum 300 Meter, dann haben das da 100. Die 100 Meter da die auf jeden Fall mitnehmen, wenn es da auf einen kleinen Abstecher gibt. Ansonsten möchte ich über den Wildenkarjoch, wie der geheißen, steht jetzt da gar nicht herinnen.
im Planer. Das ist der Wildenkarjoch, ich glaube, Sattel. Da gehen wir drauf und was wir auch schon sehen, T2. Das ist also die Bezeichnung für den Schwierigkeitsgrad. Jetzt gehe ich mal ein bisschen raus und ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich möchte zurück zum Start, dann wird es mir wahrscheinlich denselben Weg zurückplanen. Ich probiere es aus. Genau. Aber jetzt könnt ihr euch ja leicht vorstellen, dass der Steig da oben rüber, naja, der ist ein bisschen schwieriger zum Gehen und für den Rückweg wollte ich eigentlich einen gemütlichen Abstieg haben und halt eine Runden gehen. Also nehme ich den letzten Punkt wieder weg und ich sage, nein, ich möchte über die Wildenkar Alm runtergehen. Da ist da was eingezeichnet, da herunter was eingezeichnet und ich habe von der Weiden schon gesehen, dass mir der steigt darüber. Das gefällt mir, da möchte ich ungefähr runtergehen. Jetzt nehme ich also den Punkt noch mit, plan den manuell und ich gebe jetzt einmal an, dass ich wieder zurück möchte zum Start. Und jetzt macht es mir meine Runden so zu, wie ich möchte. Und nicht da unten und dann auf der Straße runtergehen. Das habe ich wirklich nicht vor. Das ist nämlich, glaube ich, ein ganz schöner Hatscher. Und soweit ich weiß, ist das da oben zu dem Almgelände rauf eine Mautstraße. Also da fahren auch Autos. Da möchte ich natürlich nicht runtergehen. Also der Rundwegplaner, der bietet euch eine ganz gute Sicherheit, weil er wirklich eine Runde, die wahrscheinlich auch öfter gegangen wird, plant. Die schönen Wege findet man, glaube ich, schon auf die Art, wie ich das jetzt geplant habe. Und die Planung werde ich mal speichern. Und weil ich da herum schon auf alpines Gelände treffen kann, ich bin den Weg noch nie gegangen, darum werde ich den jetzt nicht mit Schnee gehen, sondern ich werde ihn, sage ich mal, für nächstes Jahr, vielleicht ab Mai, das sind ja Südhänge, da wird es, sage ich mal, schneemäßig bald gehen, dass man Mai, Juni, wenn es so richtig losgeht, da freue ich mich schon richtig auf die Tour da oben. Und wenn ich da herum bin, dann werde ich meinen Abstecher machen, da rein und werde mir nur für die Übersicht den Steig zeigen, der in der OpenStreetMap gezeichnet ist. Da war nämlich ab dem Wildenkar Sattel, mal kurz ausblenden, jetzt steht es da, habe ich schon recht gehabt, ist das eingezeichnet. Und jetzt sehen wir aber auch T5. Und das ist eben die Schlüsselstein, was mir die Frau damals beschrieben hat, dass sie das schon gegangen ist. Und ich schätze jetzt so ein, ich kann das auch. Ich werde es vielleicht einmal machen. Und wenn ich schon da herum bin, dann mache ich die 300-400 Meter da um und schaue mir die Schlüsselstein an, ohne dass ich jetzt dann übers Angeljoch umgehe zur Grenzspitze. Weil das war nämlich einmal eine Traumrunden, gehe ich davon aus. Allerdings hat das nichts mehr mit Wandern zu tun. Dann würde ich vielleicht sogar einmal einen Tag ein Stück laufen fahren und da herum die Runden gehen. Über das Angeljoch, Grenzspitz, hinteres Sonnenwendjoch und dann über Burgstein wieder runter. Oder halt da hinten runter, da heißt es Girgelloch, das ist wahrscheinlich eine Höhle. Und dann kommt man eben runter, da wird es richtig zugehen. Da ist schon Tourismus, Fremdenverkehr da. Und dann geht man halt meinetwegen von da, wenn ein Parkplatz da ist, die Runden los und kann ja auch, wenn man jetzt da nicht auf der Straße zurück möchte, da raufgehen. Das muss ich mir dann noch genau anschauen, wie ich den Weg über die Grenzspitze planen möchte. Allerdings werde ich mich nicht darauf verlassen und mir das erst da vorher anschauen. Gut, das gehe jetzt hier einmal raus, verlassen. Jetzt haben wir da in dem Bereich nichts von wegen Sperrungen. Mal direkt schauen, eingeschalten sind sie noch? Nein, tatsächlich nicht. Das hat es mir wieder ausgeschalten. Auch da hätten wir eine. Da können wir mal drauf schauen, was das ist. Der Schinder Süd ist auch wieder ein Wald- und Wildschongebiet, das vom 1. Dezember bis 30. April nicht empfohlen, wenn Schnee im Winter ist. Naja, da heißt es jetzt DAV Skibergsteigen umweltfreundlich. Das ist also auf freiwilliger Basis. Ich werde mich daran halten, ich muss nicht überall rauf, bloß weil es nicht verboten ist. Die andere Art von Sperrung sehen wir da. Mountainbike Weg heißt zwischen Ursprung und Treinsalm gesperrt. Und da ist aber jetzt eine zeitliche Begrenzung herin, die ist schon abgelaufen. Vom 4.11. bis 14.12. sind da Holzarbeiten angekündigt gewesen und deswegen war der Weg darauf gesperrt. Ich bin den mit euch schon mal runtergegangen. Und zwar, wie ich von Landl über den Schweinsberg und übers, jetzt sind wir verrutscht, über den Schweinsberg, sage ich, über den Saurüssel heißt der, habe ich einen Schmarrn erzählt. Und Ascherjoch oder Semmelkopf sind wir da raufgegangen zum Treinsjoch
und über die Treinsalm und dann den Radl wieder runter nach Landl. Der war jetzt eben gesperrt, ist er nimmer. Was haben wir da? Eine Sperrung herin, ein Brückendefekt. Das ist an die Digitalkarten wirklich gut. Und was man jetzt zum Beispiel auch sieht, da gehen wir mal da rein, auch eine Tour, die ich mit euch schon gegangen bin, und zwar vom Parkplatz, vom Giersenbach-Parkplatz rauf. Da ist jetzt da gar nicht eingezeichnet, dass man da rüber gehen kann. Das ist auch wieder komisch. Und das ist das, was mich eben an der Outdoor-Aktivkarten manchmal wundert. Oder halt, das ist sogar die OpenStreet. Ja, da verrückt. Ich habe ja die OpenStreetMap noch eingeschalten gehabt. Tatsache ist nämlich, dass ich den Steig da raufgegangen bin schon im Sommer und jetzt steht da geschlossen. Wald- und Wild-Schongebiet. Aha, das ist aber auch auf freiwilliger Basis. Okay, und da gibt es aber halt auch andere, wo ich ganz klar sagen muss, passt ein bisschen auf, das kann auch teuer werden. Es gibt dieselben Wild- und Waldschongebiete, die durchs Landratsamt ausgerufen sind und dann kann es teuer werden, wenn man da erwischt wird, weil da besteht dann ein Betretungsverbot. Und die Tour darauf war super schön, da gibt es dann da herum das Zwei-Länder-Bankerl, da wo man praktisch einmal auf Bayern reinschaut und einmal auf Tirol. Das ist eine recht nette Idee mit einem kleinen Kreuz daneben. Da war ich herum an einem Tag, wo sie auch starken Regen gesagt haben. Der ist aber dann zu meinem Glück auch später gekommen. Im Gegenteil, wie ich heimgefahren bin, ist es sonnig geworden. Und eventuell mache ich das auch nächstes Jahr nochmal, halt, wenn die Frist da abgelaufen ist, dass ich da nochmal raufgehe, aber dann übers Treinsjoch und dann über die Treinsalm wieder zurück und dann kann man auch darüber runtergehen. Da führt also auch der Weg dann zurück, Giersenbach-Klamm, und schon hat man eine bärige Runden, die auch für einen schönen Tag einmal gut ist. Jetzt schauen wir mal nochmal weiter rüber, weil ich glaube, ich weiß eine Sperrung, da ist mit freiwillig gar nichts. Das ist zum Beispiel auch da, der Oberndorfer Weg. Wir haben früher nur die Schanz gesagt und der ist zum Beispiel gesperrt, weil da Unwetterschäden passiert sind. Das heißt, da hat es Teile vom Weg in einer Mure, sind die praktisch abgerutscht. Es macht das absolut gar keinen Sinn, dass man dann aufgeht. Und jetzt fällt mir gerade was auf. Gut, dass der PC heute ein bisschen langsam ist. Da hat es mir jetzt gerade dieses Gebiet da irgendwie rot umrandet gezeigt. Das ist aber auch auf freiwilliger Basis. Also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich das letzte Mal gehabt habe. Da war nichts vom Freiwillig gestanden, sondern ganz klar Betretungsverbot. Und zwar auch durchs Landratsamt. Eins weiß ich zwar gewiss, wo das ist, und zwar ist das da, die Maroldschneid. Da meine ich, haben wir eins, da ist nichts mit freiwillig, da ist das Betreten verboten. Und da heißt es ja ganz klar, die Landratsämter weisen sowas aus, zeitlich befristete Betretungsverbote und Wegegebote zu Widerhandlungen können bestraft werden. Es ist zwar schade, dass es immer eine Strafe braucht für sowas, für dieses extra die Via Alpina umgeplant worden. Die ist nämlich früher da vorne raufgegangen und ein Stückel durch die Marold schneit durch zur Auerspitze rauf und dann zur Rotwand rüber. Und die hat man halt zugunsten von dem Wild- und Waldschongebiet da hinten als dauerhafte Umleitung jetzt angelegt. Da bricht einem auch kein Zacken aus der Krone, auch wenn es jetzt da rauf natürlich schon ein super schöner sonniger Aufstieg war. Aber auch in dem Teil da hinten ganz gewiss nicht komplett frei von Lawinengefahr. Es ist halt jetzt eine Skiroute darauf, dass man von der einen Seite ins Tal hinunter und da wieder zum Rotwandhaus aufkommt, an Spitzingsee über. Also man kann mit den Karten wahnsinnig viel anfangen, man kann eine irrsinnige Übersicht über alles gewinnen, aber man darf halt auch nie übersehen, wie da herum der Maßstab, wie schnell sich der verändert. Kurz am Mausrad dreht und schon ist dieselbe Strecke da herum 5 Kilometer. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe euch ein paar Sachen zeigen können, was in den Karten manchmal verwirrend sein kann und auf der anderen Seite besonders informativ. Ich werde solche Sachen gern öfter machen, dass ich jetzt ab und zu mal wirklich eine Planung mache und dann das Video dazu zeige, damit man das in der Praxis vielleicht noch öfter sieht. Grundsätzlich hoffe ich, ihr verplant euch nicht. Schaut euch eure Wege genau an, gerade jetzt, wo im Winter alles anders ausschaut, wie im Frühjahr oder wie im Sommer. Die Risiken sind andere,
Und es ist so mancher Weg nicht für den Winter geeignet, wo man im Sommer ganz normal und einfach raufgehen kann. Bis demnächst, euer Rucksacktaxi.